Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und Bosch hat hier was ganz Verrücktes gemacht, nämlich Bosch hat hier das Kabel an der Säge abgeschnitten. Nein, Spaß. Wir haben hier die erste Akku-Tischkreissäge von Bosch, und zwar die GTS 18V216. Die gucken wir uns kurz an, aber vor allem machen wir einen Test, wie lange er durchhält. Wir haben jetzt hier von Bosch also die GTS 18V216 und ich denke, die kommt euch sehr bekannt vor, nämlich das ist 1:1 das gleiche Gerät wie das hier, nämlich die Bosch GTS 635 216. Von der Nomenklatur ist es so, sie heißen ja beide 216, weil das Sägeblatt einen Durchmesser hat von 216 mm. Da kommt das Ganze her. Hier hat man das Ganze aber 18V genannt, weil es halt ein 18 Volt Gerät ist. Das könnt ihr betreiben mit einem 18 Volt Akku und das Gerät hier wird mit Kabel betrieben, ja? Weil wir das jetzt hier schon ewig kennen, weil wir die Säge uns schon mehrmals angeschaut haben, gehen wir jetzt auf die Einzelheiten im Detail gar nicht so genau ein. Wenn du dich für die Säge im Detail interessierst, also egal welche von beiden, ja, dann schau mal bitte hier oben vorbei. Ich verlinke dir ein Video zur 635, damit ist die hier auch komplett erklärt. Ich zeige dir jetzt mal die Unterschiede. Beziehungsweise, ganz wichtig, heute im Video geht es eigentlich weniger um die Säge an sich, sondern das ist eine Akku-Tischkreissäge. Und die Frage ist, wie lang hält der Akku durch? Das werden wir uns heute angucken, aber erstmal zum Gerät an sich. Bevor wir uns das Gerät noch genau anschauen, schauen wir mal ganz kurz auf den Preis. Momentan haben wir einen Preis von rund 550 €. Aber es ist sehr neu auf dem Markt. Wir wissen nicht, wohin sich der Preis genau entwickeln wird. Deswegen, wenn du dich dafür interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Natürlich verlinke ich es dir hier oben auch nochmal. Aber wir haben hier eine 18 Volt Säge. Das heißt wirklich, das fehlt hier. Und zwar das Kabel. Wir haben hier keinerlei Kabel drumherum. Zum Beweis, ja. Ich zeig's dir hier. Kein Kabel. Hier siehst du schon mal Biturbo Brushless. Hier irgendwo müssen Aufkleber sein. Genau da. Ja. Kein Kabel. Aber natürlich für Staubsaugen das Ganze dran. Auch kein Kabel. Immer noch kein Kabel. Sondern hier vorne können wir den Akku einsetzen, um entsprechend zu sägen. Die Frage ist übrigens, was für einen Akku können wir benutzen? Hier eingesetzt habe ich einen 8 Ampere Procore. Ganz kurz, Procore, das Ganze hier ist ein Biturbo Brushless Gerät. Im Grunde ist es relativ simpel. Hier geht es darum, dass wir hier die maximale Leistung aus so einem Akku rausziehen können und der Motor das auch verkraftet. Das heißt, die maximale Leistung kann man hier nur mit Akkus gewinnen in 8 Ampere, in 5,5 oder mit 12 Ampere. Ja? Einen von diesen Klötzen braucht ihr, um entsprechend jetzt hier wirklich die absolute Mega-Power rauszuholen. Dafür ist diese Biturbo Brushless Technologie auch da. Wir haben hier auch einen Brushless Motor, heißt aber nicht, dass es nicht auch mit einem anderen Akku funktioniert. Denn schauen wir mal hier. Ja, ich nehme es mal zur Sicherheit mal kurz zur Seite. Hier sehen wir übrigens auch schon mal den neuen Schalter. Wir haben nicht den klassischen Schalter, hier wo wir 2 Wippen haben, oben, unten, sondern wir ziehen ihn nach vorne, um ihn einzuschalten und drücken wieder drauf, um ihn auszuschalten. So, aber ihr habt gesehen, das Ganze funktioniert. Ich mache jetzt immer Folgendes. Ich nehme das Ganze hier raus, den 8er, der kommt raus. Und ich habe jetzt mal noch mal 2 andere Akkus. Ein 4 Ampere Procore oder einen ganz normalen alten 18 Volt mit 2 Amperestunden. Und auch den kann ich hier einsetzen. Und auch damit funktioniert das Ganze. Ihr habt nur nicht die komplette absolute Power, aber auch mit einem kleinen Akku, beziehungsweise auch mit den älteren Akkus, 5 Amperestunden, 6 Amperestunden und so weiter und so fort, kannst du mit dem Gerät arbeiten und hast auch, ich denke mal, gut Leistung. Wir werden auf jeden Fall nachher Folgendes machen. Wir werden den Zweier nehmen und mit dem einfach mal eine Baubohle auch durchsägen und gucken, ob man das schafft. Einfach nur mal zu schauen, ob dann die Leistung noch ausreicht. Und dann machen wir noch unsere Langzeittest. Aber vorher schauen wir uns mal die Säge nochmal an. Und zwar gibt es eine Sache, die hier anders ist. Und zwar Folgendes. Bei der alten gab es eine Sache, die viele gestört hat.
Und das hat die neue Säge nicht, nämlich diesen rauen Anlauf. Bei der 635 ist es so, dass viele sich beschwert haben, bei der kabelgebundenen Variante, dass sie relativ rau anläuft. Ich persönlich finde es gar nicht schlimm, weil das Raue, das hört nach kurzer Zeit auf. Aber ich möchte euch mal zeigen und ich möchte euch zeigen, dass die Säge das nicht mehr macht. Ja? Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich mache das jetzt an. Ja? Du hast es am Anfang gehört, ich mache es mal nochmal. Und dieses Raue, das ist am Anfang dieses Hochquälen gefühlt, ja. Die Säge quält sich nicht, sondern sie hat einfach nur in den ersten 1,5, 2 Sekunden eine Vibration. Das haben wir hier nicht mehr. Hört mal jetzt hier. Ja, das hatte das Gerät wirklich nicht. Man merkt auch bewusst, wir haben hier viel weniger Vibration im Gerät, gerade auch am Anfang. Und das ist schon eine deutliche Verbesserung hier nochmal. Vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, wir haben einen Sanftanlauf hier auch bei dem Gerät und er stoppt auch relativ schnell. Das haben wir auch gerade schon gesehen. Nochmal ganz kurz zu den Eigenschaften, um die auch zu nennen. Wir haben hier eine Schnittleistung hier an der Stelle von 70 mm in der Höhe bzw. 635 mm in der Breite. Ja, aber wir können das Ganze hier ausziehen. Und jetzt muss ich mal, von hier ist ein bisschen schwer. So. Und ja. Das hier die Breite, die wir entsprechend einstellen können. Wir können jetzt auch den Anschlag nehmen, hier oben ran tun und so weiter. Das habe ich dir aber alles so oft schon gezeigt in den anderen Videos. Wie gesagt, wenn du das Gerät im Detail angucken willst, schau einfach mal oben im anderen Video vorbei. Was ich an dem Gerät übrigens interessant finde, ist Folgendes, dass wir hier eine Baukreissäge haben. Ich sage auch immer wieder, dass eine GTS, heißt ja gewerbliche Tischsäge oder Tischkreissäge. Und das hier ist wirklich eine Säge, die du vor allem auch mobil nutzen sollst. Das ist für den Handwerker, der mobil irgendwo eine Säge braucht, wo man eventuell keinen Strom hat. Und dafür ist es genau das richtige Gerät und genau dafür ist sie auch gedacht. Weil viele werden das bestimmt in den Kommentaren auch schreiben, ja, hier, aber man hat doch immer Strom dabei. Nein, hat man eben nicht. Und es gibt halt auch viele Baustellen, da gibt es einfach noch keinen Strom oder musst du ihn dir von irgendwo holen und da kannst du mit dem natürlich schon mal wirklich gut punkten. Ich habe dir aber gerade gezeigt, wie die Säge anläuft. Es gibt noch eine wichtige Funktion. Ich möchte darauf eingehen, dass das auch vorhanden ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Akku ist. Irgendwo ist einer. Hier. Nehmen wir mal meinetwegen hier unseren 8 Ampere Procore, stecken den rein, ja, nehmen jetzt, machen wir es folgendes, machen es an. Ich habe jetzt den Akku einfach rausgezogen, was man so auch eigentlich nicht machen sollte. Aber Akku ist raus, der Schalter steht noch auf an. Was passiert jetzt, wenn ich den Akku wieder reinstecke? Es kann ja sein, dass ich jetzt hier irgendwie dran rummache oder mehrere, das hier abgebaut habe oder was auch immer. Die Säge darf jetzt nicht anlaufen. Das ist der sogenannte Wiederanlaufschutz. Ich stecke es wieder rein. Und er geht nicht an, also die Säge geht nicht an. Das ist eine sehr wichtige Funktion, auch eine sicherheitsrelevante Funktion, dass sie also in dem Moment nicht einfach wieder einschaltet. Um es wieder zum Laufen zu bringen, einfach wieder ausschalten, wieder. Und schon geht's wieder los. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Ich möchte jetzt 3 Tests machen, und zwar nicht mit dem Akku, sondern mit dem hier. Und zwar werden wir jetzt Folgendes machen. Nein, wir machen es sogar so, dass wir den Akku auch dazu nehmen. Wir machen jetzt 3 Tests. Nummer 1. Wir nehmen jetzt eine Baubohle. Die ist etwa 4 cm hoch. Ich messe es nochmal nach für euch. Ich schreibe es gleich hier in den Test unten rein und werde diese Baubohle einfach mal auftrennen. Und ich möchte wissen, wie viel Meter schaffen wir bei der Baubohle am Stück zu sägen, bis der Akku leer ist. Wir nehmen also einen 8 Ampere Procore komplett voll geladen und schauen, wie viel Meter schaffen wir denn damit. Als nächstes, das ist Akku Nummer 1, als nächstes machen wir Folgendes, nehmen wir den kleinen Akku
und nehmen hier auch wieder die Baubohle, schauen, ob die Baubohle funktioniert, ob wir auch mit dem kleinen 2 Ampere die Baubohle trennen können. Und dann nehmen wir auch nochmal, ich denke mal, ein Kantholz 6-7 cm hoch, machen da auch ein paar Schnitte und schauen einfach mal, ob es überhaupt funktioniert, ob man mit diesem kleinen Akku auch solche anspruchsvollen Aufgaben hinbekommt. Akku Nummer 2. Und dann werden wir Folgendes machen. Dann werden wir den 8er nochmal nehmen, und zwar einen neuen vollgeladenen, und werden damit OSB schneiden. Und zwar nehmen wir 15 mm OSB und werden das auch auf Masse schneiden. Ich möchte einfach wissen, wie viel Meter am Stück wir mit einem Akku hinkommen. Das ist übrigens ein doppelter Test, nochmal ganz interessant für euch. Und zwar, so ein Akku hat auch ein Problem, wenn wir nämlich dauerhaft die ganze Zeit Leistung abnehmen, sägen, dann wird er sehr warm. Und bei Procore-Akkus ist es so, sie sind extra dafür gebaut, dass die Hitze von innen nach außen geleitet wird und wir dauerhaft eine hohe Leistung dann auch abrufen können. Ja, das ist ein großer Vorteil. Also wundert euch nicht, wenn zum Beispiel Procore-Akkus bei Dauerlast auch durchaus warm werden. Das ist eher was Gutes, ergo, sie leiten die Hitze nach außen. Viele andere bleiben eher kalt oder eher nur handwarm an der Außenseite, aber dabei bleibt die ganze Hitze drin und es staut sich. Das muss man eigentlich nicht haben. Jetzt legen wir mal los. Ich bin sehr gespannt, wie viele Schnitte wir schaffen. So, ich habe mit dem normalen 2 Ampere Akku eben versucht, die Baubohle zu schneiden. Das hat nicht so gut funktioniert. 21 mm USB hat auf alle Fälle sehr gut geklappt. Also behelfsweise kann man sich mit so einem 2 Ampere Akku aushelfen. Allerdings sollte man ansonsten die Procore Akkus nutzen im 8 Ampere Bereich. Die schaffen auf alle Fälle wesentlich mehr. Leute, war das nicht mega beeindruckend, was wir hier geschafft haben? Beziehungsweise nicht wir haben ja gar nichts geschafft, sondern die Säge. Das war der Hammer. 75 Meter mit diesem Akku hier, 8 Ampere Procore. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich meine, es sind 112 Schnitte gewesen. Ja, ich habe hier den Zettel vor mir liegen, was da durchgegangen ist. Wir haben hier also nochmal, um das klar zu sagen, wir haben 21 mm OSB genommen und haben bei 21 mm OSB in Summe 75 Meter am Stück geschnitten. So lang, bis der Akku wirklich leer war. 75 Meter. Bosch gibt an mit dem 12 Ampere Procore bei 24 mm 75 Meter. Bei 24 mm, 75 Meter, genau. Aber wir haben es jetzt hier mit dem 8er auch 75 Meter geschafft bei 21 mm. Nicht, dass ihr euch wundert, ja, wir haben genau die Länge genommen, die wir jetzt hier durchgeschoben haben. Wir hatten in Summe 112 Schnitte.
Daniel hat hier ordentlich was zu tun gehabt und das sind 75 Meter gewesen. Beeindruckend. Ja. Als zweites hatten wir das Thema Baubohle. Da sind wir ja mit etwas weichem Holz unterwegs gewesen. Dort war es so, dass wir 52 mm Stärke hatten. Und mit den 52 mm Stärke haben wir in Summe 12 Meter geschafft, also 12 Meter am Stück. Aber man merkt hier ganz eindeutig, dass bei dem OSB hat die Säge nur müde gelächelt. Das war überhaupt kein Problem. Hier bei der Baubohle war es so, dass wir aufgrund der Höhe natürlich eine wesentlich höhere Belastung hatten. Dementsprechend ist der Akku auch viel mehr belastet worden. Und wir haben hier unsere 12 Meter geschafft und dabei ist der Akku sehr heiß geworden und irgendwann hat der Akku abgeschaltet. Er hat gesagt, bei der hohen Belastung, jetzt ist Ende, weil er am Stück die ganze Zeit so hart belastet wurde. Wir haben jetzt abkühlen lassen und am Ende des Tages ist es so, dass wir jetzt immer noch 3 von 5 Sternen haben. Ja? Ich denke mal, er wird etwa halb voll sein oder etwas mehr als halb voll noch, sodass wir eigentlich sagen können, wir hätten nicht 12, sondern vielleicht 20 oder sogar 24 Meter geschafft damit. Weil wie wahrscheinlich ist es, dass du jetzt einfach mal 12, 13, 14, 20 Meter Baubohle in der Höhe durchschneidest? Das wirst du nicht machen. Selbst wenn du jetzt hier irgendwelche Kanthölzer zum Beispiel da durchschneidest, dann hast du ein Kantholz und dann machst du irgendwas damit und dann schneidest du das nächste. Da wirst du also nie ein Problem haben. Und bei Kanthölzern, überlege mal, wie viel Kanthölzer du schneiden musst, um 12 Meter zu haben. Das wird den Arbeitstag eigentlich ausreichen. Und auch die 75 Meter beim OSB werden in der Regel sehr, sehr weit und sehr lange ausreichen. Und wenn nicht, im Zweifel kann man die eben noch laden. Insofern, das ist wirklich beeindruckende Leistung. Sagt mir doch bitte mal unten in den Kommentaren, ob wir auch andere akkubetriebene Tischkreissägen uns anschauen sollen oder vielleicht sogar einen großen Markenvergleich machen sollen. Ich bin gespannt. Wir sind euer würdiger Diener. In dem Sinne, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.